Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Tutorial-Video von FeeScreenSim. Heute schauen wir uns mal die Library-Funktion von FeeScreenSim genauer an. Und um mit der Library arbeiten zu können, braucht man einen Ordner auf dem PC, auf dem der Core läuft. In meinem Fall ist es der eigene Rechner. Und ich öffne einfach den Datei-Explorer und lege mir da einen neuen Ordner an. Und den nennen wir jetzt einfach New SampleLib. Und diesen Ordner müssen wir dann eben dementsprechend auch dem Core sagen, dass er da die ganzen Dateien, die die Library enthält, dann ablegen kann. Also zum Beispiel 3D-Modelle, Materialien oder eben auch die Definitionsdatei in XML-Struktur. Diese ähnelt sich natürlich auch 1:1 der, wie sie bei uns in der Speicherdatei aussieht. Und dafür gehe ich jetzt mal in den Einstellungsbereich unserer Applikation. Und da findet man unter den Kategorien eben auch die Einstellungen für unseren Core. Und unter Bibliothek Destination Library Path kann man eben dann diesen Pfad auswählen. Also ich gehe jetzt einfach mal auf mein Laufwerk D und wähle meinen New Sample Folder aus, den wir gerade erstellt haben, und klicke auf Öffnen und auf Anwenden. Und damit ist es dem Core klar, dass eben die ganzen Bibliotheksordner und die ganzen Bibliothekselemente selber dementsprechend in diesem Ordner abzulegen sind. Und durch den Reiter Bibliothek bekommen wir dann die Möglichkeit, auch auf Zeige zur Bibliothek zu kommen. Und im oberen Bereich sieht man eben die Möglichkeit, dann weitere Ordner anzulegen. Also man kann eben die Elemente dementsprechend in Ordner strukturieren, um eine bessere Übersicht zu behalten, dass man nicht alles in einer einzigen Library hat und das Ganze dann unübersichtlich wird. Und dafür erstelle ich mir jetzt einmal auch gleich einen und nenne den lib001 und klicke auf Akzeptieren. Und wenn wir uns jetzt da ganz kurz nochmal den File Explorer gleich anschauen, dann sehen wir, da werden wirklich Ordner erzeugt dementsprechend. Also das ist auch transparent, dass man da jederzeit nachschauen kann oder zum Beispiel auch die ganzen Libraries einfach kopieren kann von einem auf einen anderen Rechner. Und um das ein bisschen anschaulich zu machen, wie das mit der Aktualisierung und so weiter funktioniert, erstelle ich mir jetzt gleich einmal in unserer Simulation einmal ein paar Elemente. Ich mache es jetzt mal ganz einfach bloß mit 3 Blöcken. Also wir legen uns da mal 3 Blöcke in die Simulation mit rein. Und diese 3 Blöcke können wir dementsprechend auch einmal mit einem Namen versehen und können wir dementsprechend die Struktur anpassen. Entschuldigung. Was wir jetzt brauchen eben, es ist ja so, dass die Library, wenn etwas abgelegt werden soll in der Library, dann wird immer das höchste Elternelement oder das Element, das in die Library abgelegt werden soll, markiert und die ganzen Folgeelemente, die unten drunter liegen, werden automatisch mit in die Library übernommen. Und jetzt gehen wir wieder zurück auf unsere Library. Jetzt haben wir ja dementsprechend ein paar Elemente mal drin. Und dann gibt es eben eine Option, die Convert to Library Objekt. Und diese Option bildet dann zu meinen 3 Elementen, die ich in der Simulation drin habe, noch ein Hilfsobjekt mit dazu. Und dieses Hilfsobjekt wird benötigt, um später Aktualisierungen eben von der Library oder vom 3D in die Library, also in beide Richtungen eben durchführen zu können. Dafür brauche ich einfach ein Hilfsobjekt, um eben diese Funktionalitäten zu machen. Und es empfiehlt sich jetzt in unserem Fall, wir haben jetzt dort eben sozusagen den Prototypen drin für unsere Library oder das ein Library-Objekt erzeugen soll. Da möchten wir natürlich dann auch dieses Hilfsobjekt haben, damit wir diese Aktualisierungen durchführen können. Und dafür klicken wir jetzt auch die Option an, dass wir das eben mit erstellen wollen automatisch und drücken einfach gleich mal auf Vorlage aus Auswahl erstellen und geben dem Ding einen Namen, zum Beispiel bib-Element 01. Und wir sehen jetzt auch, dass sich der Projektstrukturbaum etwas geändert hat. Also es gibt jetzt eben noch ein Element vorne dran und das ist genau dieses Hilfsobjekt, wo ich jetzt gerade schon erwähnt habe, das wir brauchen, um eben diese Aktualisierungen und sonstiges durchzuführen. Und wenn wir da kurz einmal die Sichtbarkeit von unserem ersten Element ausschalten, dann sehen wir, dass da eben so ein 3D-Objekt, das ist so ein bisschen so ein Buch und so eine Bibliothek darstellen soll, eben existiert. Und wenn wir das markieren einmal, dieses Element, machen wir die Sichtbarkeit auch gleich wieder rein und gehen in den Eigenschaftsbereich rein, dann bietet eben dieses Element hier unten einen Reiter Bibliotheksobjekt. Und genau dieses ist der Interaktionsbereich, den wir brauchen, um diese Aktualisierungen
in beide Richtungen durchführen zu können. Und damit wir uns ein bisschen besser anschauen können, wie man solche Aktualisierungen durchführen kann, weil da haben wir wirklich ein sehr, sehr flexibles System uns überlegt, um auch wirklich auf Änderungen von einer oder von der anderen Seite eingehen zu können, legen wir uns einfach einmal da noch zweites und ein drittes Element rein, also einfügen von der Bibliothek in die Simulation geht folgendermaßen. Man wählt sich das Element aus, das man gerne haben möchte, durch einen Linksklick. Dann kann man eben da einen Namen vergeben, wie zum Beispiel Inserted 2. Man kann sich die Version dementsprechend auswählen. Aktuell haben wir erst nur eine Version. Man kann anschließend dann wählen, ob man das an einer bestimmten Koordinate einfügen möchte oder ob man es einfach am Cursor einfügen möchte. Ich für mich möchte jetzt das einmal einfach am Cursor einfügen, ohne eine spezielle Drehung. Und auch ganz wichtig ist eben, ich kann hier wieder sagen, ob ich eben so ein Bibliotheksobjekt benutzen soll. Solche Bibliotheksobjekte, jetzt ist halt immer der Anwendungsfall. Es macht Sinn, wenn man jetzt zum Beispiel wie jetzt hier eine Anlage aufbaut, einen Teil einer Maschine zum Beispiel, und den möchte man eben in der Library ablegen. Es ist aber genauso möglich, dass man eben eine Kombination von einem Payload mit anderen Elementen in die Library reinmacht, und da das ja dann transportiert werden soll auf dem Förderband, kann ich dann eben kein Bibliothekselement vorne dran haben, weil sonst der physikalische Transport nicht stattfinden kann. Also das ist die Situation, wo ich eigentlich dann so ein Bibliothekshilfsobjekt dann eigentlich nicht mit rein einstelle, von der Bibliothek ins 3D rein. Gut, also wir wollen auf jeden Fall wieder unser Hilfsbibliothekselement haben, weil wir wollen ja dementsprechend auch Aktualisierungen durchführen können, und wir fügen uns jetzt einfach mal ein zweites ein und dann fügen wir uns gleich noch mal ein drittes ein. Können dementsprechend natürlich auch die Namen wieder anpassen, dass wir das gleich beim Einfügen gleich mit einem neuen Namen haben. Gut, und jetzt haben wir eben da 3 so Bibliothekselemente bei uns in der Simulation bereits eingefügt. Und so ist eigentlich das prinzipielle Arbeiten, wenn man eben Elemente von der Bibliothek in die Simulation einbringen will. Man selektiert sich das jeweilige Element, man setzt die Parameter dementsprechend, drückt auf Einfügen und hat dann eben sofort das Element drin in der Simulation und kann mit dem dann weiter arbeiten. Jetzt gehen wir mal her und ändern wir eben einige Dinge ab, um einfach unterschiedliche Versionen und auch das Aktualisieren uns genauer anzuschauen. Im ersten Schritt ändern wir zum Beispiel mal die Position. Also wir nehmen jetzt einfach mal das dritte Element da hinten und schieben das positionell einfach mal ein Stückchen nach links und können dann eben diese Änderung in unsere Bibliothek übernehmen mit einer neuen Version, indem wir unser Bibliothekshilfsobjekt markieren. Und dann gibt es da eben diese Bereichseinstellungen, und der unterste Button erzeugt uns eben, wenn wir da drauf drücken, eine neue Version in unserer Bibliothek. Und wir sehen, es ist eben die Version 1 nach oben gezählt worden, also diese Änderungen wurden jetzt in diesem Element hinterlegt und können jetzt verwendet werden. Also ich kann jetzt zum Beispiel auf unser drittes Element gehen, ich möchte zum Beispiel, dass es die gleiche Version bekommt. Ich kann hergehen und kann dann einfach sagen, aktuelle Version ist die 1.0.0, die neue Version soll die 1.1.0 werden, und dann sage ich einfach Apply Selected, und schon ist diese Positionsänderung und die ganzen Änderungen, die ich im Prinzip im ersten Element gemacht habe, auf mein drittes Bibliothekselement übernommen. Ich kann aber genauso gut im Prinzip das erste anklicken und zum Beispiel alle Versionen, die ich in der Simulation zum Beispiel finde, weil das zweite ist jetzt noch in einem alten Stand, also ich kann zum Beispiel hier auch mit Apply All eben alle Elemente in meiner ganzen Simulation, die ich finde, auf die allerneueste Version hochziehen. Wenn ich jetzt zum Beispiel in so einer typischen Simulation unterwegs bin und möchte halt flexibel mit meinen Bibliothekselemente arbeiten, dann kann es natürlich auch sein, dass ich zusätzliche Elemente angebracht habe. Das ist, dass ich an meinem Bibliothekselement, das so eine Basis hat, habe ich vielleicht noch einen zusätzlichen Sensor mit angebracht. Und das machen wir jetzt einfach einmal, indem wir jetzt eben hier uns das erste Element einmal markieren, gehen in unseren, also nehmen wir das erste Element lieber, nehmen wir das erste, selektieren das allererste Element dann auch in unserem ersten Bibliothekselement und fügen da einfach mal noch einen Sensor mit dazu. Und diesen Sensor setzen wir jetzt als Kindelement an unser Objekt 1 dran und fügen das ein, und dann schieben wir uns das einfach einmal auf eine ganz andere Position. Gut, und diese Aktualisierung der Elemente kann ich ja auch von jedem Bibliothekselement vornehmen. Also ich kann zum Beispiel jetzt eben hier
schieben wir wieder machen wir eine Änderung in der Position, dass wir zum Beispiel das nach oben schieben. Und dann gehen wir eben auf das Hauptelement und erzeugen uns hier auch eine neue Version, indem wir eben hier sagen Create New Version. Und jetzt gibt es eben die Möglichkeit zu sagen, bei unserem Element, wo wir den Sensor mit angebracht haben, möchten wir jetzt eben zusätzliche Elemente behalten, die wir angebracht haben, oder wollen wir die komplett resetten und verwerfen? Und genau das ist eben diese Möglichkeit, dass ich eben hier schon mal anwählen kann, behalte zusätzliche Elemente. Also wenn diese Checkbox gesetzt ist, dann kann man eben dementsprechend eben zusätzliche Elemente behalten, aber trotzdem Änderungen in meinem Bibliothekselement übernehmen. Und das schauen wir uns jetzt einfach an. Also wir sehen jetzt da, wir sind auf Version 1.1.0. Die neueste Version, die ich möglich zur Verfügung habe, ist die 1.2.0. Und ich habe jetzt angewählt, eben bitte die zusätzlichen Elemente behalten. Und ich kann, wenn ich auf Apply Selector gehe, dann eben diese Positionsänderung übernehmen, ohne dass ich jetzt da mein zusätzliches Element verworfen habe. Würde ich diese Option nicht setzen, würden ja alle Änderungen 1:1 vom Bibliothekselement übernommen werden und damit wäre dann mein Sensor, den ich angebracht habe, dann eigentlich verloren und gelöscht. Und dann schauen wir uns, dann gibt es eben noch einen zweiten Button, zum Beispiel Keep Actual Position. Also es gibt zum Beispiel auch die Möglichkeit, dass wir jetzt eben aus unserem Element mit dem neuen Sensor zum Beispiel wieder eine neue Version bauen. Also wir gehen jetzt einfach an das Element mit unserem Sensor und da erstellen wir uns jetzt einfach eine neue Version. Jetzt haben wir die Version 1.3.0. Also sprich, bei der Version 1.3.0 wäre jetzt dieser Sensor mit dabei. Den haben wir jetzt mit aufgenommen in diese neue Version automatisch, weil immer alles, was unter diesem Bibliothekshilfsobjekt liegt, wird eben dementsprechend dann auch in dieses Bibliothekselement übernommen. Und dann können wir eben hergehen und können zunächst einmal zeigen, was das so eine Aktualisierung auch jetzt zum Beispiel auf unser Element 2 durchführbar ist und dass dadurch der Sensor dann plötzlich auftaucht. Also ich gehe einfach her und sage mal, gehe mal auf Version 3 und sage Apply Selected. Und genauso kann es vorkommen, dass ich natürlich in meiner Simulation meine Bibliothekselemente dementsprechend die Positionen verschoben habe, weil ich zum Beispiel vielleicht ein bisschen Anpassungen machen möchte, was die genaue Position eines Sensors betrifft, zum Beispiel auf einem Förderband oder wie eine Spannbacke oder sonstiges funktioniert. Also, dass ich zum Beispiel sage, ich habe das eine Element in meinem Bibliothekselement ein bisschen nach oben und das ein bisschen nach unten geschoben, aber trotzdem möchte ich jetzt vielleicht diesen Sensor, den zusätzlichen Sensor, den ich in mein Bibliothekselement in der Version 1.3.0 jetzt eingefügt habe, mit hinzunehmen. Und genau sowas geht auch. Also ich kann dann das Hauptelement markieren, mein Hilfselement, meine Bibliothek wieder. Ich gehe in den Bereich Bibliothek rein und dann gibt es eben auch die Möglichkeit, dass ich sagen kann, bitte behalte meine Positionen und überschreibe die nicht. Und dann kann man wieder gehen auf Apply Selected und wir sehen, die beiden Positionsänderungen wurden behalten, aber neue Elemente wurden jetzt diesem alten Bibliothekselement mit hinzugegeben. Und dann gibt es eben hier auch noch die Möglichkeit Restore Slots, also das bedeutet, dass wenn bereits Verbindungen getätigt wurden, also Slots sind ja immer die Dockstelle für die Signale in unserer Simulation, das können Sie sich ja in anderen Tutorial-Videos konnten Sie sich ja bereits anschauen. Und diese Verbindungen werden eben, wenn ich diese Option drin habe und die ist auch standardmäßig immer gesetzt, dementsprechend dann auch gleich wieder hergestellt. Es gibt aber auch die Möglichkeit, eben auch alle Verbindungen, die ich untereinander gemacht habe, automatisch zu löschen. Und es geht auch noch etwas tiefer in der ganzen Sache mit den Sachen Bibliotheksaktualisierungsmöglichkeiten. Also wir sind sogar in der Lage, eben genau zu definieren, welche einzelne Option behalten werden soll oder gelöscht werden soll, aber dazu gibt es bald ein weiteres Tutorial-Video. Ich denke mal, für einen ersten Einstieg in die Geschichte Bibliothek sollte es jetzt einmal reichen. Wie gesagt, also die Flexibilität, was das Aktualisieren betrifft, ist uns an der Stelle sehr wichtig, weil man so eben sehr schnell gute Basiselemente sich schaffen kann in der Simulation, aber trotzdem die eben mit weiteren Elementen anreichern kann oder auch die Positionen anpassen kann und diese Änderungen werden dann trotzdem behalten und nicht verworfen, was die Arbeit natürlich mit so einer Art von Bibliotheksaktualisierungsmöglichkeit recht flexibel macht. Dann bedanke ich mich und wünsche Ihnen viel Spaß mit der Software.